IAA 2024 und auch die ging wieder um wie im Flug, weil sie einfach eine wunderbare Veranstaltung war für uns und unsere Kunden. Mona, wie hast du es empfunden? Ja, Wahnsinn. Also als ich auf den Stand gekommen bin, ich war absolut geflasht. Also was ihr euch hier habt einfallen lassen, ist echt der absolute Wahnsinn. Natürlich super viele tolle neue Innovationen, Technologien etc. Also es war ein richtig tolles Erlebnis und hat super viel Spaß gemacht. Ich bin absolut bei dir. Auch für uns eine richtig tolle Messe. Runde Sache, aber nicht nur für uns, auch für unsere Partner. Ich habe eine Vision, eine standortflexible und menschenwürdige sanitäre Einrichtung für die zwingend erforderliche Verbesserung der Arbeitsplatzbedingungen nicht nur der Fahrerinnen. Eine eigene Dusche, eine eigene Toilette, untergebracht in einer Box, deren Grundfläche in der kleineren Ausführung lediglich 2 Palettenstellplätze erfordert. Okay, die fehlende dann natürlich bei der Ladung, aber das könnte die Politik sehr leicht und schnell kompensieren. Also ist Capnova ein erster Aufschlag, allerdings ein sehr guter erster Aufschlag, den es gilt, kreativ und pragmatisch zu diskutieren. Und dazu rufe ich alle Beteiligten auf, also unsere Fahrer und Unternehmer, die Politik samt Verbänden. Wenn ich jetzt ein Resümee ziehen darf, dann muss ich sagen, es war eine tolle Messe. Wir hatten sehr viele Besucher, wir hatten tollen Zuspruch, wir haben einen tollen Messestand hier vorgefunden. Ich glaube, unsere Kundinnen und Kunden haben sich hier hervorragend aufgehoben gefühlt auf unserem Messestand. Wir hatten sehr viel zu erleben, wir hatten sehr viel zu besprechen. Wir legen auch ständig mit der Politik im gemeinsamen Dialog. Ich glaube, gerade jetzt in einer herausfordernden Zeit brauchen wir den Dialog und brauchen die Abstimmung zwischen uns Herstellern, zwischen den Kunden und natürlich auch der Politik. Und da wollen wir natürlich eine entscheidende Rolle spielen. Jetzt fängt natürlich das Nachmessegeschäft an und wir freuen uns darauf. Und wir sind sehr dankbar, dass viele von Ihnen uns hier auch auf der Messe besucht haben. Und wir freuen uns jetzt auch auf die weitere Zusammenarbeit. Vielen Dank. Scheinbar geht die Krone-Challenge-Reihe noch weiter. Wie ihr wisst, ich habe ein bisschen Höhenangst. Wir befinden uns gerade auf dem Riesenrad der IAA. Nikolas lacht schon. Ich möchte einmal ganz kurz vorstellen, Nikolas Gallenkamp, Vorstandsvorsitzender von Blut transportiert. Stell doch gerne einmal kurz die Initiative vor. Ja, Simon, danke, dass du das hier auf dich nimmst. Alles fürs Team, für den Einsatz. Das Blut kommt in Wallung. Genau darum geht es bei uns auch. Blut transportiert als gemeinnützige Initiative. Wir versuchen Unternehmen wie Krone dafür, haben wir auch erfolgreich geschafft, zu begeistern, sich mit uns in den Kampf gegen Blutkrankheiten einzusetzen. Es geht hier unter anderem vor allem um das Thema Blutkrankheiten, Knochenmarkkrebs, Knochenkrebs. Blutkrebs ist eine sehr verbreitete Geschichte, ist allerdings auch eine Geschichte, wo man mit viel Einsatz viel Gutes bewegen kann. Wir sind heute hier auf der IAA zum Thema Stammzellenregistrierung unterwegs und hier geht es mit einem Wangenabstrich ganz einfach innerhalb von 3 Minuten im Einsatz für die gute Tat und ja, das machen wir hier. Und wir wären nicht hier, wenn ihr nicht unser Partner wärt und uns nicht unterstützen würdet. Und in der Zeit, wo wir hier jetzt eine Rundfahrt gemacht haben, kann man sich eigentlich schon registrieren. Ist das nicht schön, in so einer kurzen Zeit? Unsere Fahrt neigt sich so langsam dem Ende, das Wochenende ebenso. Wir bedanken uns herzlich für den Besuch auf der IAA Transportation 2024.